Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich werde euch zeigen, wie man selber einen Adventskranz machen kann. Ja, und dieser Adventskranz, der wird jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen blumiger werden. Bevor ich jetzt aber mit dem Binden loslege, muss ich erst einmal mein Nobilis und mein Thuja-Grün zurechtschneiden. Bei der Nobilis-Tanne gehe ich immer folgendermaßen vor und schneide an dem Haupttrieb erst einmal hier die ganzen seitlichen Zweige ab. Das wird aber im Laufe des Prozesses auch noch zurechtgeschnitten werden, mein Tannengrün. Ja, wie gesagt, hier überall die seitlichen Zweige erst einmal wegnehmen. Auch diese ganz kleinen, ne, die könnt ihr auch ruhig abschneiden. Die kann man sonst auch noch für andere Projekte aufheben. So, dich kürzen wir mal. Kommt erstmal beiseite. Und bei der Thuja, habe ich jetzt vorhin Zypresse gesagt? Ne, ich glaube Thuja, nehme ich hier auch erst einmal diese ganzen seitlichen Zweige weg. So, zack, zack, zack. Das lassen wir jetzt hier erstmal zu lang, das Ende. Das kann auch mal beiseite. Und ich habe dann vor, mit Zierdisteln zu arbeiten. Dann habe ich hier diese roten Beeren, ein paar Schilfwedel. Das sind Papierblumen, Hortensien, die stammen aus dem Garten eines Freundes. Eventuell kommt auch Fetthenne zum Einsatz, vielleicht auch noch was anderes, aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt in diesem Moment noch nicht. Und jetzt werde ich hier erstmal den Arbeitstisch mal ein bisschen freier machen. Und was wollte ich noch sagen? Dieser Strohkranz hat jetzt in meinem Fall einen Außendurchmesser von 30 cm. Bei dem letzten Adventskranz-Video hatte der Strohkranz einen Außendurchmesser von 40 cm. Das benötigte Material werde ich auch wie üblich in die Videobeschreibung eintragen. Ja, und jetzt nehme ich mir Bindedraht und befestige den an irgendeiner Stelle von meinem Strohkranz. Ich verwurste das hier mal eben miteinander. Den Anfang stecke ich jetzt hier einfach in meinen Kranz hinein. So, zack. Jetzt werde ich damit beginnen und mir so kleine, ja, ich sag mal Sträußchen formen. Das soll jetzt auch nicht länger sein als, muss mal eben hier selber messen. Ja, es soll jetzt eine maximale Länge von, sagen wir mal, 20 cm haben, aber nicht noch mehr. Deswegen werden wir dich jetzt hier noch ein bisschen einkürzen. Obwohl, ich schneide dich mal hier zurecht. Diese kleinen Dinger könnt ihr ruhig aufheben oder nachträglich noch einarbeiten. Wie gesagt, das soll jetzt nicht länger sein als 20 cm. Die Tanne lege ich mir immer erst drunter, weil die ist meistens einen Tacken länger als das Thuja-Grün. Und das sieht dann auch irgendwie schöner aus. Ich zeige es euch mal andersrum. Na, kleinen Moment. Ja, so ist irgendwie, sieht es ein bisschen komisch aus. Von daher mache ich das immer bevorzugt so als erstes Tannengrün und dann halt das andere Grün da drüber. Würde ich jetzt auch genauso machen, wenn ich jetzt Zypressengrün hätte oder ein anderes Grün. Jetzt habe ich schon fast vergessen. Bei der Tanne mache ich oftmals hier unten so ein bisschen die Nadeln weg. Dann kann man den Draht da noch besser drumherum wickeln. So, hier ist der Bindedraht. Leg mir jetzt mein Tannengrün drauf. Oder auch nicht. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Ich achte immer darauf, dass das hier so in etwa gleich lang abschließt. Ne? Nur so in etwa. Tannengrün kommt jetzt hier drauf. Und jetzt wickele ich mir das fest. Ich gehe jetzt auch gerade mal zwischen den Zweigen entlang. Ich würde auch immer so zweimal drumherum wickeln, dann hält das besser. Ich habe auch mal versucht, nur einmal drumherum zu wickeln, aber dann wollten mir die Sachen da wieder so ein bisschen hinausrutschen. So, jetzt mache ich mir mal eben mein nächstes Bündelchen fertig. Das ist dann gedacht für die Seite und für den Innenbereich. Ich persönlich arbeite immer mit 3 Bündeln. Für den Innenbereich eures Kranzes könnt ihr auch ruhig mal kürzeres Grün verwenden. Und ich achte jetzt auch immer darauf, dass man diesen Strohkranz nicht mehr sehen kann. Die Bauernhortensien schneide ich jetzt so lang ab, wie es geht. So, und zack. Okay. Ich kann jetzt erst einmal darüber. Ja, und bei den, wie heißt es, bei den Seidenblumen habe ich mir sagen lassen, die vertrocknen dann halt mit der Zeit, aber die verlieren angeblich nicht die Blüten. Also angeblich sollen die dann an dem Kranz immer noch schön aussehen. Schneide ich jetzt auch einfach mal zurecht. Die Zierdisteln vertrocknen auch mit der Zeit, aber ich finde, die sehen dann auch immer noch hübsch aus. Nehme ich hier so die einzelnen Stiele mal ab, lasse die auch so lang, wie es geht. Ja, und jetzt kommt leider sehr viel Arbeiten nach Gefühl. Ich glaube, ich muss mal eben gucken, was meine Hunde da anstellen. Irgendwie sind die gerade ein bisschen nervös. Ich gucke mal eben. So. Meine Hunde sind jetzt versorgt und dann wollte ich euch noch zeigen, wie ich die Puschel von dem Schilf schneide. Ich nehme die hier einfach von dem Haupthalm ab und dann mache ich mir daraus so ein kleines Bündel. Dann habe ich mir vorgestellt, werde ich auf dieses Schilfbündel die roten Beeren legen und darauf dann die Papierblumen. Und dieses Grün, na, muss ich eben nochmal abschneiden, oder dieses Bündel vielmehr, wird jetzt auf die gleiche Höhe eingearbeitet werden wie das vorherige Grün. Also wie das Grün von der Nobilis-Tanne
und von der Thuja, genau, ich will immer Zypresse sagen. Wickel ich jetzt fest. Das ist aber jetzt auch sehr viel Arbeit nach Gefühl, was jetzt kommt. Ja, ich glaube ich gehe mal lieber zweimal drüber. Dann habe ich mir vorgestellt, die Zierdisteln werden ja unterfüllt werden mit der Fetthenne. Die lege ich aber immer drunter, die Fetthenne. Die wird jetzt auch auf in etwa gleicher Höhe eingearbeitet werden wie das Thuja und Nobilis Grün. Hortensien werden separat eingearbeitet werden. Und da müsst ihr aber jetzt ein bisschen puzzeln. Ne? Vielleicht wollt ihr das auch mal mehr an der Seite haben oder ihr macht das hier oben drauf. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich sehr viel Arbeit nach Gefühl. Der Stiel ist jetzt auch schon einen Tacken kürzer als bei dem, einen Tacken weiter runter als bei dem Grün. Und mache die jetzt mal fest. Jetzt mache ich mir mal als nächstes mein nächstes Bündel Grün fertig. Das nächste Bündel habe ich jetzt fertig und das wird jetzt einen Tacken tiefer eingearbeitet werden als das vorherige Grün. Und jetzt gucke ich mal, wie kann ich das hier am besten bei der Hortensie hinlegen. Ich mache das Grün auch so ein bisschen unterhalb der Hortensie und wickel das fest. Jetzt mache ich mir mal Gedanken, ob ich jetzt hier vielleicht mal wieder von der Papierblume was haben möchte. Könnte ich eigentlich machen. Und arbeite aber jetzt wieder auf gleicher Höhe wie mit diesem neu dran gewickelten Grün. Ich zeige es euch noch einmal, bevor ich auf Zeitraffer gehe. Das Grün wird jetzt tiefer eingearbeitet werden als das vorherige Grün. Und an dieser Stelle werde ich jetzt auch nur mit Nobilis und Thuja Grün arbeiten. Also an der Stelle, diese Stelle habe ich ja schon, und die Innenseite. Ja, und das wird dann jetzt immer so versetzt nach unten hin eingearbeitet werden, überlappend auf das vorherige Grün. Das meiste am Kranz habe ich jetzt soweit geschafft und dann zeige ich euch jetzt mal den Abschluss des Kranzes. Hier ist ja der Anfang von meinem Kranz, da das Ende und hier fehlt ja jetzt noch ein bisschen was. Und der Anfang von meinem Kranz oder vielmehr das Grün vom Anfang wird jetzt hochgehoben werden und das nächste Bündel schiebe ich da so drunter. Das ist jetzt auch ein bisschen friemelig, im Zweifel einfach mal zu zweit machen. Jetzt nehme ich meinen Bindedraht, halte den Anfang vom Kranz noch hoch und wickel das Grün fest. Das mache ich jetzt so lange, ja, bis ich hier nichts mehr vom Strohkranz sehen kann, beziehungsweise bis mir so die Fülle an der Stelle gefällt. Jetzt drehe ich meinen Kranz um, schneide auch den Draht ab. Zack. Na, wo ist er jetzt hingeflutscht? Da. Und verwebt den Bindedraht mit dem bereits dran gewickelten Bindedraht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt zu großzügig abgeschnitten, aber ist jetzt nicht schlimm. So, und das Drahtende stecke ich jetzt auch in den Strohkranz hinein. Zack. Jetzt kann ich wieder drehen. So, das, was jetzt hier übrig geblieben ist an Zierdisteln, das werde ich mir jetzt gleich zurechtschneiden und noch nachträglich in den Kranz einarbeiten. Das wird dann aber einfach nur in den Kranz hineingesteckt werden. Außerdem kann man jetzt auch mal seinen Kranz überprüfen, ob an irgendeiner Stelle noch ein bisschen Grün hin darf. Dann macht er einfach hier die Nadeln ab, jetzt bei der Tanne zum Beispiel. Und zack, steckt ihr einfach nur noch so hinein. Ich hatte jetzt ursprünglich vorgehabt, einfach mit diesen Kerzenhaltern zu arbeiten, aber die passen jetzt farblich überhaupt nicht in meinen Kranz hinein und von daher werde ich jetzt improvisieren. Ich erhitze mir jetzt 2 mm dicken Draht und dieser Draht wird gleich in die Kerze hineingesteckt werden. Davon mache ich mir 3 Stückchen Draht zurecht, stecke die in die Kerze dann halt hinein. Müsst ihr auch so ein bisschen auf eure Finger aufpassen, das wird relativ heiß. So, alte Drahtschere. Der Draht wird jetzt so eine Länge haben, ja, so in etwa 4 cm. Oder sagen wir mal 4 bis 5 cm. Ja, ich meine, was man dann auch immer beachten muss bei so einem Adventskranz mit echten Kerzen,
Man sollte den nicht irgendwie eine Stunde alleine rumstehen lassen. Ich habe auf meiner Adventskränze immer so ein Auge, dass ich da jetzt nicht irgendwie eine Stunde einfach mal weggehe und ja, dann komme ich wieder und oh oh. Ja, und wer jetzt keine offene Flamme an seinem Kranz haben möchte, der kann ja auch einfach auf diese LED-Kerzen ausweichen. Jetzt werde ich meine Kerzen platzieren. Ich mache das aber so, dass ich jetzt nicht die Blumen oder die Hortensien platt drücke. Ich nehme das jetzt einfach mal so ein bisschen auseinander. Und ihr hört das auch, ja, wenn ihr den Strohkranz mit dem Draht erwischt. Das macht so ein knackiges Geräusch. So, die ist schon mal drauf. Und was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Ja, ich meine, gut, ne, die Kerzenhalter haben aber auch nochmal den Vorteil, muss man jetzt auch mal erwähnen an dieser Stelle. Das ist nochmal sicherer, als jetzt die Kerzen einfach nur so zu platzieren. Wisst ihr jetzt auch schon mal Bescheid an dieser Stelle. Aber das passt jetzt wirklich optisch nicht. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mir jetzt noch nachträglich irgendwie Kerzenhalter in so einer goldigen Farbe kaufe. Oder in schwarz. Aber das hier, ne, das geht gar nicht. Also das sieht so aus, ich wollte, aber ging nicht. Und ansonsten werde ich da wirklich immer ein Auge drauf haben, wenn die Kerzen an sind. Die Kerzen sind jetzt platziert und nun wird der Kranz noch ein bisschen weiter dekoriert werden. Unter anderem wollte ich jetzt diese übrig gebliebenen Zierdisteln noch einarbeiten und die stecke ich aber einfach nur so in den Kranz hinein. Ja, dann habe ich hier noch diese Trockenblumen, da fällt mir jetzt leider der Name nicht so ein. Schneide ich mir passend zurecht und stecke die dann einfach auch nur in den Kranz hinein. Ich hatte die jetzt auch so ein bisschen mit Goldspray noch angesprüht. Ja, und dann habe ich hier noch so eine Sache. Ich habe hier noch so, ja, sagen wir mal so bronzefarbene Kugeln, so leicht bronze sind die. Da bin ich am Überlegen, ob ich die auch einarbeiten werde oder möchte. Und da mache ich es mir aber jetzt ehrlich gesagt einfach, die werde ich dann nur mit der Heißklebepistole befestigen. Ist dann natürlich ein größerer Aufwand, die nachher wieder abzufirmen, also nach Weihnachten. Was man auch machen könnte, man befestigt jetzt hier so Draht an der Kugel und dann steckt man das so in den Kranz hinein. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt zu faul dafür. Ich nehme jetzt die Heißklebepistole. Kann auch sein, dass ich noch ein bisschen Fetthenne hier nachträglich einarbeiten werde. Und dann habe ich hier noch 2 übrig gebliebene Papierblumen. Die arbeite ich dann auch einfach noch so mit hinein. Das wäre jetzt auch noch eine Überlegung wert. Das sind die Früchte von meiner Zierquitte. Wäre schon ein ganz cooler Kontrast. Würde ich dann auch mit der Heißklebepistole befestigen oder was man auch machen kann, man steckt da einen Zahnstocher rein und zack, ab in den Kranz. Aber da muss ich jetzt noch überlegen, ob ich die einarbeiten werde. Aber andererseits sieht schon ganz cool aus. Die Quitten meiner Zierquitte habe ich jetzt nicht mit eingearbeitet. Ja, und ich bin jetzt auch soweit fertig mit meinem Kranz. Bis zum ersten Advent wird mein Kranz hier in der unbeheizten Werkstatt bleiben und ich werde ihn wirklich täglich mit Wasser einsprühen. Mit der Zeit werden die Blumen natürlich eintrocknen, aber mich persönlich stört das jetzt überhaupt nicht. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!